Sie sind eine der größten Gefahren für unsere Weltmeere überhaupt. Fischernetze, die sich losgerissen haben oder absichtlich versenkt wurden. Jedes Jahr verenden Millionen von Meerestieren auf qualvolle Art und Weise in diesen Geisternetzen. Mit BraceNet wollen wir aktiv etwas dagegen tun und öffentlich ein Zeichen setzen. Wir haben es wirklich fast täglich bei uns an den Handgelenken. Gemeinsam mit der bekannten Meeresschutzorganisation Healthy Seas bergen wir diese tödlichen Fallen, reinigen sie und fertigen daraus in Handarbeit ein Armband. Und die tragen wir auch seit 2017, das BraceNet. So, hier im Hintergrund bereiten die sich jetzt gerade vor. Hallo Anja, hier ist Madeleine. Ich habe noch nicht alle finalen Infos, aber ich wollte einmal durchgeben, was wir bis jetzt haben. Und zwar, es sieht so aus, dass wir am 6. ins Wasser gehen. 2 Boote werden Tauchboote sein, ein Boot wird für uns sein. Es sind ein bisschen kleinere Boote. Das Wetter ist manchmal unberechenbar. Wir werden natürlich auch im Vorwege den Wetterbericht im Auge behalten. Also die Taucher, so läuft das, gehen eigentlich jedes Wochenende raus, wenn es möglich ist. Die leben aber dort, wo sie rausgehen. Das heißt, wir klinken uns sozusagen an eine Bergungsfahrt dran. Und die letzten waren sehr, sehr ertragreich in Griechenland. Wir haben super viel rausgeholt und die Teams lassen das aktuell zu, dass man noch mitfahren kann sozusagen. Und sobald ich was Näheres weiß, werde ich mich bei euch melden. Einige von euch, die werden bestimmt den Namen BraceNet kennen. Das sind ja die Armbänder, die wir eigentlich immer anhaben. Die haben wir nämlich 2017 das erste Mal zugeschickt bekommen von Benjamin und Madeleine. Und damals haben wir schon darüber gesprochen, ja, wie cool wäre das denn, wenn man mal mit auf so ein Boot könnte, weil diese Armbänder, woraus sie bestehen, das sind ja Geisternetze. Und das sind Taucher von einer Organisation, die halt ins Meer gehen und diese Geisternetze rausholen, damit sich da auch keine Fische verfangen, damit es die Meere nicht weiter verschmutzt. Und da dachten wir, wie geil wäre das, wenn man da mal dabei sein könnte. Und dann vor 2 Wochen kam die E-Mail rein, wollt ihr mit aufs Boot? Genau. Ja, und jetzt sind wir hier in Griechenland. Und die beiden sind übrigens... Ach, da! Hallo! Hallo! Ah, da! Also... So holen die nicht die Geisternetze raus, ne? Ja, wie gesagt, so holen die beiden jetzt nicht die Netze raus. Das machen nämlich dann Taucher später. Aber wir sind hier in der Unterkunft. Das ist unser Privatstrand von der Unterkunft. Wir sind nämlich hier gerade in Griechenland. Also nicht das ganze Meer, ne? Ja, natürlich nicht das ganze Meer. Und ja, warte, ich gehe mal kurz hier hoch. Das hier ist nämlich unser Haus für die nächsten 2 Nächte oder auch schon für diese Nacht. Wir sind schon eine Nacht hier, sind gestern Abend hier angekommen. Wie krass das ist, ne? Das ist die Aussicht einfach hier. Also die haben behauptet, es wäre nichts anderes mehr frei gewesen. Gut, alles klar, ne? Nehmen wir. Also irgendwie schneiden wir das noch gar nicht, dass wir echt mit raus aufs Boot dürfen, weil das irgendwie das erste Mal ist, dass das jetzt kommt. Machen wir mal so mit dem Hintergrund, ne? Weil es das erste Mal so eine Reise sozusagen ist, wo man mal so ein Projekt jetzt mal so mitbesucht. Also aus jetzt Namibia vielleicht mit Africamp, mit den Katzen. Aber mal sowas, wo die... Ja. Ne? Der Tag sieht nämlich jetzt gleich so aus, dass wir machen uns hier gleich auf den Weg. Wir gehen nicht hier ins Wasser, also die Taucher sind nicht hier in der Ecke, sondern wir müssen einmal kurz rüber auf die andere Seite der Insel. Das ist eine Landzunge, glaube ich. Ja, also wir sind gerade hier. Oh, das war gut überlegt. Und wir fahren nach hier. Ja, und da ist so eine Tauchstation von freiwilligen Tauchern, die jedes Wochenende rausgehen und die Netze rausholen. Aber jetzt wollen wir gar nicht zu viel verraten, weil wir zeigen einfach dann gleich direkt vor Ort, wie es aussieht, oder? Ja. Das wird so geil. Boah, wir werden nicht seekrank, ne? Also wir tauchen nicht mit, weil es ist keiner da, der auf uns aufpasst, der mit den Netzen zu tun. Ja, wir verheddern uns da nur. Wir döppen oben ein bisschen rum und filmen von oben, wie das Ganze aussieht, weil das wohl recht klare Sicht. Krass. Geil. Griechenland. Zeigen wir euch vielleicht aber erstmal, wer überhaupt dahinter steckt. Und das wären die beiden, aber jetzt steht nur er hier. Was? Die Köpfe von BraceNet. Hallo. Jetzt geht's los aufs Boot und wie sieht der Tag jetzt aus? Was machen wir genau? Wir fahren jetzt nach Alepo Hori, ein kleines bisschen mehr im Norden.
Und dann werden wir dort auf die Gustfischer von Griechenland treffen und dann fahren wir raus und bergen Netze. Geil, oder? Auf Daniel? geht's! Auf geht's! Auf geht's! I think. I dive with it. Also hier ist jetzt die Bucht, in der wir sind, von der wir starten werden. Das ist hier der Hafen. Und da hinten hat er vorhin gezeigt, da liegt nämlich ein Wrack, wo super viele Netze wohl liegen. Heute werden die 2 davon rausholen. Deswegen wissen die schon vorher, dass da ganz viele sind. Und der hat uns auch so ein bisschen instruiert schon, wann wir vielleicht stören würden, dass wir eher keine Fragen stellen, wann wir im Wasser sein sollten, wann nicht. Guter Hinweis, wir sollen nicht im Wasser sein, wenn die Netze hochholen, weil dann sind wir nämlich gefangen im Netz. Und wir kriegen Videoaufnahmen von Unterwasser von denen hier. Nein, nicht sagen, das sind unsere. Ich habe nichts gesagt. Ja, das ist halt ein professioneller Typ, glaube ich, also ein Profi-Equipment für Unterwasserfilm. Ich glaube, so eine richtige Case für seine Kamera und die gehen runter auf 30 Meter, wo die tauchen. Aber wir können oben selber mit unserer Kamera ein bisschen an der Oberfläche filmen. Wir haben nämlich jetzt wieder eine Kamera übrigens. Ja, haben wir uns zugelegt. Mit einem Floater diesmal. Ja. Achso, falls ihr euch fragt, warum die Jungs alle hier Healthy Seas auf den T-Shirts stehen haben, vielleicht einmal kurz zur Info. Es gibt eine große Organisation, die heißt Healthy Seas, die hat sich zur Aufgabe gemacht, die Meere vom Müll zu befreien. Und die arbeitet zusammen mit Ghost Fishing, das sind die Jungs, mit denen wir hier tauchen gehen. Und unterstützt sie unter anderem mit Geldern, dass sie hier Equipment und sowas besorgen können für die Tauchgänge. Und dann gibt es Unternehmen wie zum Beispiel Bracenet, mit denen wir gerade hier sind, die aus den Geisternetzen, die aus dem Wasser geborgen werden, wieder Produkte herstellen und von den Verkaufserlösen wieder ein Teil als Spendengelder zurück an Healthy Seas gehen. Und das ist nicht Bracenet selbst, die hier tauchen gehen. Always analyze the glass. Wie ist das Netz, was ist jetzt dahin gekommen? Das Netz ist da hingekommen, da ist, also auch wenn das hier nicht so aussieht, ein tatsächlich sehr großer Tanker reingefahren, der in Kauf genommen hat, hier zu fischen und sich an Wracks zu verhängen, weil man weiß, es ist hier 35 Meter tief, hier sind viele Wracks in der Gegend. Und hier ist der Fischbestand aber noch sehr, sehr vielfältig, weil hier ist eine Felsspalte, die durch ein Erdbeben entstanden ist. Und da sind die Korallen noch sehr, sehr gut erhalten, deswegen sind sehr viele Fische hier und das Netz hat einen sehr, sehr hohen Wert. Also das Netz, was jetzt dahin kostet, im Einkauf 35.000 € ungefähr, haben die Taucher gesagt. Und das hat sich verhangen und er hat es losgeschnitten. Das war ihm aber egal, weil den Fisch, den er schon gefangen hat und den er sonst hier trotzdem fängt, auch noch mit anderen Netzen, der übersteigt den Wert. Und das passiert sehr, sehr, sehr häufig und ja, es ist dann halt nicht nur ein kleines Fischerboot, was hier reinfällt, sondern wirklich so ein richtiger Tanker. Deswegen ist es da. Boat appropriate. Ja. In our beginning, I think everyone, we focus on diving. Ja. Nothing else, only diving. You feel calm and safe. You start to observe. When you start to observe, you see some things you don't like. Some guys who cares about environment, they told us about ghost fishing. And
because we have the same problems in our mind about the pollution, we became members and we started diving not only for ourselves, also for our nature. Das waren jetzt 3 Minuten ungefähr und hier unten ist schon das Netz. Also mussten wir nicht mal so weit rausfahren. Keine Ahnung, geht's los, glaube ich. So we mostly get the information from fellow divers when they make a dive and see a ghost net. They inform us, or we get the information from fishermen or fishing farms. So we know the spot, we start organizing the mission and we go there. Fishing dives are a bit different than the usual fun dives. They are or can become quite dangerous actually. We are all trained in technical diving, so we know how to handle the equipment. We have procedures, safety protocols. We would not recommend to anyone to actually go out in the sea and do it alone. You have to be trained, be underwater with mind-alike divers that you can efficiently communicate underwater. This way we are able to accomplish a mission of pulling up the nets, come back alive. Die lasse ich jetzt gleich an dem Anker runter sozusagen, weil die genau über dem Wrack liegt. Jetzt gucken wir schon mal, wo müssen wir gleich hin. We will dive from this point. Wir jetzt gerade, ob alles sitzt und stellen jetzt quasi gerade die Kameras ein auf die Lichtverhältnisse. Ahí go. Cosa δουλεύει. As long as it stays down, it keeps hunting. So it's important to take it out. Many people don't know what is the problem down there, how big is this problem. We see every day, in every dive, a lot of plastic, garbage, nets. The environmental problem is bigger than all people they think.
denn ja, das, warum es auch funktioniert, dass wir nicht irgendwie ein Produkt erfunden haben, wo wir eine Geschichte drumherum gesponnen haben, sondern dass wir einfach das Problem gesehen haben, diese riesen Netze unter Wasser, die Wände hingen und komplett voll waren mit Tieren und haben dann gesagt, wir müssen dagegen noch irgendwas tun. Die sind am Netz, genau. Die schleppen wir gleich hinterm Boot hinterher und ziehen die bis zum Hafen. Ne, man kennt es selbst, man ist dann online unterwegs in irgendeinem, ja, bei Instagram, bei Facebook, man sieht diese schrecklichen Bilder und scrollt weiter und dann ist es wieder aus dem Auge, aus dem Sinn, wenn das nächste lustige Katzenvideo dann erscheint. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen irgendwas Beständiges machen, irgendwas, was genauso lange hält wie das Netz selber, ja, was ja bis zu 600 Jahre braucht oder 800 Jahre ist, sich dann auflöst in Mikroplastik. Haben wir gesagt, wir wollen ein Produkt daraus schaffen, irgendwas, was einen täglich daran erinnert, dass man schon was gegen diese Meeresvermüllung getan hat und im Alltag auch einen da tagtäglich daran erinnert, irgendwie was Gutes zu tun. Are 32 meters. Whoa. The length. Yeah. And where was the net? On the propellers, in the front, everywhere. Uns war halt von Anfang an klar, dass wir das nicht alleine machen können, also weil das war dann so, es ist ganz süß, wenn wir jetzt anfangen Netze einzusammeln, was wir dann 3 Wochen Urlaub gemacht haben, wo die Idee dann entstanden ist, überhaupt die Netze zu sammeln. Und haben uns dann auf die Suche gemacht nach Organisationen, die schon in dem Bereich tätig waren, also die Netzbergung schon gemacht haben und haben wirklich ein halbes Jahr ganz intensiv recherchiert. Bei uns war wichtig, wenn wir darum irgendwas aufbauen oder helfen wollen, wollen wir auch, dass wir wissen, dass wirklich was passiert und nicht einfach nur darüber geredet wird, wir machen was Nachhaltiges, sondern wir wollten sehen, da passiert was. Und sind dann nach einem halben Jahr auf Healthy Seas und Ghost Fishing gestoßen in den Niederlanden, 2 NGOs und es war so Liebe auf den ersten Blick sozusagen und ja, sind vom ersten Tag an Partner und haben dann quasi in der Zusammenarbeit entschlossen, es wird ein Armband werden, aus dem Meer ans Handgelenk sozusagen. Was wäre jetzt der nächste Step? Genau, sie werden erstmal gesammelt, also je nachdem in welchem Land zum nächsten möglichen Reinigungspunkt quasi die Netze gelagert werden, werden die erstmal gesammelt. Also man bringt jetzt nicht die Netze, die man jetzt rausgeholt hat, direkt weg, das wäre halt nicht nachhaltig, sondern man sammelt die erstmal. Und wenn man halt eine gewisse Menge angesammelt hat, dann wartet man, bis ein freier LKW von Nofir in der Nähe ist. Und der sammelt die dann ein und dann werden die zu Nofir gebracht, entweder nach Litauen oder nach Izmir. Damals dann gestartet mit 50 Tauchern weltweit und jetzt durch die ganzen Spenden, die zustande gekommen sind, sind es mittlerweile 150 Taucher weltweit. It's like a theater, and everyone has his role with no viewers. But thank you guys, because our work finds viewers. Because what we've done today, nobody can see this. Nobody can give to this project strength until people from all over the world understand the problem and the motivation that some people have to do something for our planet. Nice to meet you, Anna. See you soon. Ja, das war also der Tag, an dem wir mit durften, wie die Geisternetze geborgen werden. Wir hoffen, wir konnten so ein paar Fragen, weil wir haben ja gesagt, dass ihr uns über Instagram ein paar Fragen stellen könnt. Wir hoffen, wir haben die so während des Videos ein bisschen schon beantwortet. Wenn ja, nicht... Was machen wir Insta-Story? Packen wir das in die Highlights? Wir machen da, glaube ich, eine Highlight-Story draus, oder?
Und es war so geil, mal dabei sein zu dürfen. Also ich meine, wir tragen die ja hier, ne? die Bracelets. Schon jetzt seit 2017 und jetzt mal so dabei zu sein, woher die eigentlich kommen und wie das funktioniert. Ja, und so. Vor allem kannst du sehen, was für ein Aufwand das für die Taucher auch ist, wie viel Vorbereitung dazu gehört, was sie für ein Briefing haben, was sie für Equipment da haben, um da runter zu gehen. Das war schon richtig cool und die mal so richtig auszuquetschen mit den ganzen Fragen. Und uns ist nicht schlecht geworden auf dem Boot. Nee, boah, wir haben mal richtig Schiss gehabt. Ne? Als wir gehört haben, dass es bei uns hier hingeht, haben wir richtig Schiss gehabt, dass wir da auf dem Boot rumdöppen und dann und einfach Feuerchen machen. Und nichts Aber fragen es ist richtig ruhig gewesen, das Wasser. Aber eine Sache noch, und zwar haben die beiden gesagt, weil wir richtig cooles Feedback von euch bekommen haben über Instagram, dass sie uns einen Code zur Verfügung stellen. Ja. Findet ihr hier unten. Ja, wir wissen noch nicht, wie der Code heißt, verlinken das aber hier. Genau, da haben wir gerade so spontan überlegt. Und dann machen die das gleich noch fertig und dann kommt sie runter.